Warnung: Die von Horror Lost Places gezeigten Video- und Audioaufnahmen könnten auf einige Zuschauer verstörend wirken. Da steht einer. Ganz ehrlich? Durch mal rein. Da was drüben. ist das? Ja, das kann man auf der Kamera nicht sehen. Schlafsack oder was? Sieht aus, wenn er am Fuß drin ist. Rausgehen! Raus hier! Nö, ich gehe mal nicht raus. I don't get up. Ich gehe raus. I don't get up. Ich gehe raus. I don't get up. Sie sind ja gar nicht so ein großer General, wie man sagt. Nö. Vielleicht waren sie ja nicht mal ein Nazi-General. Weil ein Nazi-General, der wäre bestimmt stark genug, einen Stein hier unterzuwerfen. What the fuck? Alter. Oh. Wir haben den Ruf bekommen, zum Haus Fühlingen zu kommen. Und dem sind wir heute gefolgt. Wir sind hier am Haus Fühlingen, direkt davor. Und da werden wir heute reingehen. Und da gibt es einige grausame Geschichten über dieses Haus. Zum Beispiel, da soll sich ein Nazi-General erhangen haben in dem Haus. Und ein Mann Selbstmord gemacht haben, auch durch Erhängen. Und das eher in der Neuzeit, ich glaube 2000 irgendwas war das. 1884 ersteht Eduard Freiherr von Oppenheim 186 Morgenland in der Fühlinger Heide. Er baut das Gutshaus Fühlingen, eine Pferderennbahn und ein Gestüt. 1907, nachdem er festgestellt hat, dass das Gelände nur bedingt für Pferde geeignet ist, sieht sich Oppenheim zum Verkauf des Anwesens gezwungen. 15. Januar 1943. Unter den Nazis diente das Haus als Schlaflager für einige Zwangsarbeiter. Einen von ihm, den 19-jährigen Polen Edward M., wird nachgesagt, eine heimliche Liebschaft zur minderjährigen Tochter des Gutsbesitzers zu unterhalten. Auf Anweisung des erzürnten Vaters wird der unglückselige Mann von der Gestapo Köln verhaftet, die ihm am 15. Januar 1943 in einer alten Ziegelei unweit des Hauses erhängten. Aus dieser Zeit stammt auch die Geschichte, dass Eduards Geist über das Anwesen ihre auf der Suche nach seiner Geliebten. 1962, der ehemalige Nazirichter Gerhard von Kahr, nach dem Krieg als Amtsgerichtsrat tätig, lebt mit seiner Familie in dem Haus. Er verkauft das Anwesen an die Stadt und handelt ein lebenslanges Wohnrecht aus. Über die Beweggründe scheiden sich die Geister. In der Silvesternacht von 1962 soll er sich im 2. Stock des Hauses erhängt haben. Die Witwe Alice von K. lebt fortan alleine im Haus. 1967. Unter Federführung der Stadt Köln werden die Reithalle und seitliche Teile des Hofes abgerissen. Die letzten Bewohner verlassen den Seitenflügel. Türen und Fenster werden zugemauert. Es bricht eine Phase von 32 Jahren, in dem das Haus in weiten Teilen quasi sich selbst überlassen wird. 2000.
Bis zu diesem Jahr soll im Hauptgebäude noch eine alte Dame gewohnt haben. Offenbar handelt es sich um die Alice von K. Sie stirbt im Jahr 2000 eines natürlichen Todes im Altenheim. Seither ist das Anwesen komplett verlassen. Nächtliche Besucher, Geisterjäger und Hobbyfotografen berichten übereinstimmend von einem beklemmenden Gefühl, das sich im Haus bemächtigt habe. Manche erzählen, im Keller und 2. Stock habe es nach Verwesung gerochen. Wieder andere wollen auf ihren Fotos unerklärliche Anomalien festgestellt haben. 8. April 2007. In seiner Ostersonntag-Ausgabe berichtet der Kölner Express auf Seite 41, dass Jugendliche am Tag zuvor eine leblose Person im 1. Stock des Hauses gefunden haben soll. Der Notarzt kann nur noch den Tod des Mannes feststellen. Selbstmord, so die These der Polizei. Es geht das Gerücht um, der Mann aus Seeberg habe sich wie schon der Richter im 2. Stock des Hauses erhängt, in der Nacht auf Karfreitag. 23. Juli 2007. Ein Nutzer namens Fear-Factor erzählt in einem paranormalen Forum darüber, unerklärliche Lichterscheinungen auf Fotos nach dem Ausflug zur Kölner Geistervilla gehabt zu haben. Damit aber nicht genug. Es soll laute Stampfgeräusche auf einer Holztreppe gegeben haben, verbunden mit dem Gefühl, nicht alleine zu sein. Ein Kollege, ebenfalls auf dem Ausflug anwesend, soll einen lauten Knall im Treppenhaus gehört haben. Auch wir waren schon im Haus Fühlingen und haben einige sehr komische Anomalien feststellen können. Es sind viele Berichte über dieses Haus, dass es dort spuken soll. Da waren viele bekannte YouTuber auch schon und viele haben grausame Geräusche gehört. Ich bin gespannt. Clary hat alles zum Schutz dabei. Ja. Heute voll ausgerüstet, also uns kann überhaupt nichts passieren. Okay, dann sind wir mal gespannt. Los geht's! Und wie immer, folgen, abonnieren und unter dem Video kommentieren. Hier, ich weiß nicht, ob ihr kennt, hier ist die gruseligste Villa in Köln. Okay, wie ist dein Gefühl? Hier soll sich einer umgebracht haben. 2. Um die Zeit. Selbstmord und ein Nazi-Richter. Der Geist des Nazi-Richter. Der soll doch immer hier sein. Hier. Finden wir es raus. Horror Lost Places. Gucken erstmal. Steht einer? Da ist so ein schwarzer Schatten, Alter, ich schwör. Das ist nur ein Graffiti. Ich dachte, da steht einer. Guck mal. Oh, das sieht auch vom Weiten sieht das so aus, ey. Als wenn da so ein Kapuzenmann steht. Wir sind hier mitten in der Nacht, Leute, mit Nachtsicht. Okay. Was war das? Da war ein Geräusch, ne? Ihr mögt es überhaupt, ihr wisst schon, dass wir hier sind. Ist da vielleicht was runtergefallen von da oben? Ja, ne? Habt das toll gemacht, ihr habt uns jetzt erschrocken. Das fängt ja schon gut an, ey. Ne? Die Konservendosen. Ich sag nur Gerhard von Fun. Ja, muss man aussprechen. Ich weiß, dass du hier bist. Was, Gerhard? So hieß der ehemalige. Was ist denn das da oben, ey? Ist das hier so eine Sonne oder was? Schwarze Sonne. Meinst du, da ist was dran an den Geschichten über dieses Haus? Ja. Ja. Merkst du? Boah, ich merke aber auch, ey. Ja, so. So. Ja. Als wenn ich schlecht so atmen kann, so, weißt du, so anstrengend atmen.
Und je näher ich dir komme, desto weniger magst du das. Das war mir auch klar. Mhm. Ja. Okay. Du hast schon... Verpasst den gar nicht, dass die hier sind. Überhaupt nicht. Aber wir sollten noch hier hinkommen, haben die Geisterwelt gesagt. Ja. In unserem letzten Video haben die gesagt, Haus Fühlingen. Und wir sollen nicht unbewaffnet, also mit Kreuze oder so haben die irgendwie. Hast du was bei? Zum Schutz? Wir sind geschützt. Ich bin auf jeden Fall geschützt, du bist auch geschützt. Die sind gesegnet worden, Okay. beziehungsweise ich habe zu Hause ein Ritual vollgezogen. Die sind von Freya, sind die gesegnet worden, also uns kann da gar nichts passieren. Also du hast was dabei, okay. Ja. Und dasselbe hast Guck du mal, auch da steht auf. Isa. What the fuck, Alter? Da, guck doch mal, wo. Da steht Isa. Ja, ich habe irgendwie Probleme mit der Ecke da. Ich weiß nicht warum. Da, wo das gerade passiert ist mit dem, Da steht einer. Ganz ehrlich. Soll ich mal rein? Oder ist da ein Graffiti oder was? Da hinten. Das ist ein Schatten. Also irgendwie. Boah, sieht aus, wenn da einer Kannst du steht. mal warten eben? Ich kann da nicht rein gerade. Warum? Weiß ich nicht. Ja, es regnet, es ist kalt draußen. Ja. Warte mal. Man hört auch dauernd Geräusche, ob das der Regen ist. Ne? Ich sag ja, hier sind 1000 Geräusche. Kann auch am Regen. Guck mal, wenn du den ärgern willst, ne, dann würde ich das hier mitnehmen. Ins Haus. Das Problem ist Antifa. gerade, wir haben zu Hause auch Tarotkarten gelegt und das, was gerade alles gelegt wird, trifft gerade ein. Guck mal, da oben hängt so ein Seil. Ah, hier ist besser. Du hast keine Akustik da draußen. Okay, Claire, ich konnte schon überreden, hier reinzukommen. Wir sind einen Schritt an der Tür. Das passt doch gar nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, das ist doch sehr unheimlich. Diese Gestalt und dieser Faden, der an der Decke, Alter. Das Problem ist, das passt dem gerade gar nicht, dass ich hier drin bin. Mehr. Da kannst du knicken. Also mir geht gerade echt der Stift. Ich weiß nicht, Aber wir sind doch jetzt extra hingefahren. Ja, ja, klar, aber ich würde nicht zu viel den Hermann hier machen, weil ich weiß nicht. Die Geister haben gesagt, wir sollen hier hinkommen. Ja, wir sind ja jetzt hier. Vielleicht war ja auch eine Falle oder was? Also was ich sagen kann, alles, was wir bis jetzt gemacht haben, auch von zu Hause aus, was die Tarotkarten betrifft, das trifft gerade allen. Ich weiß halt nicht, was haben denn die Tarotkarten gesagt bei dir zu Hause? Ich habe die mit jemand anders auch zusammengelegt und es kam eine spirituelle Warnung. Okay, Das war die Karte von das oben. sollte man ernst nehmen. Das sollte man ernst nehmen. Wenn ich es noch schaffe, werde ich euch nachher berichten, was heute Morgen vorgefallen ist im privaten Bereich. Und es ist jemand hier, der Verwirrung stiftet. Und ich bin gerade mehr als verwirrt, weil ich gerade nicht weiß, soll ich jetzt hier wieder rausgehen oder soll ich da jetzt wieder weiter reingehen? Soll ich denn mal drin ein bisschen filmen? Ich würde sagen, wir bleiben auf jeden Fall zu zweit. Also kommst du doch mit. Also ich würde da auf jeden Fall hochgehen, weil jetzt bin ich nun mal irgendwie hingekommen extra. Ja. Da was drüben. ist das? Ja, das kann man auf der Kamera nicht sehen. Schlafsack oder was? Sieht aus, Yep. wenn da ein Fuß drin ist. Nee, da sind wir hier nicht alleine.
Hallo? Ist hier jemand? Das, guck mal, hier ist von Kindern. Kindersitz oder. Ne, da ist keiner. Sah nur so aus. Nee, das gefällt mir hier nicht. Ich weiß nicht warum, aber irgendwas ist ja ganz ekelhaft in diesem Haus. Und ich weiß ja, was mit dem Wohnung. Es ist auch ganz ekelhaft hier in diesem Haus. Es ist ganz ekelhaft. Also das ist... War schon schön, ne? Auch nicht mal hier. Ich kann es auch irgendwie überhaupt gar nicht wirklich einschätzen gerade. Also ich... Feuer. Wir sind jetzt im Keller. Was ist das? Eine Figur. Oh, kommt auch ein ganz komischer Geruch, Leute. Ja, ist nass. Das ist einer der alten Heizöfen. Leute. Heizung. Was ist das? Hat einer versucht, Feuer zu machen? Sehr komisch. Im Keller. So, jetzt wollen wir uns mal den Wagen stellen. Achtung, Loch. Oh. Okay, ich müsstest du, glaube ich, nicht sehen, was hier liegt. Hier liegt Munition. Leute. Vielleicht von dem verrückten Nazi-General? Zum ersten Gerhard von K. Ich weiß genau, dass du hier bist. Und ich weiß auch, dass du weißt, dass ich mich vorbereitet habe. Ja? Und ich weiß auch, dass du aggressiv und sauer bist, dass wir hier sind. Und darum werde ich jetzt einfach hingehen und dich einsperren. Dass du dich von uns fernhältst und uns nichts antust. So. Ja? Ob du es kennst oder nicht, es ist ein Zeichen dabei, wir sind geschützt. Da ja unsere Zuschauer ja auch immer sehr erpicht drauf sind, also danke auf jeden Fall für eure, ja, ich will jetzt nicht sagen Angst, habe ich mich noch mehr vorbereitet. Für eure Sorgen. Du kommst ein Stückchen zu uns vor, du musst dich hier einstellen. Du stellst dich hier ungefähr hin. Ich stehe hier. So, ich muss jetzt leider, seid mir nicht böse, aber ich mache es auch gleich wieder weg. Das ist nur Mehl, das ist nur Mehl. Ökologisch abbaubar. Das ist aus der Natur und da ist kein Plastik oder so. Ich auch hingehen, während ich denjenigen dort hinten, Gerhard von K., eingesperrt habe oder beziehungsweise ausgesperrt habe, muss ich natürlich den uns einsperren. Okay. Das heißt, mein ganzes Material, mein ganzes Equipment muss hier rein. Ich gucke nicht. Ja. Wichtig ist halt,
ist der Kreis geschlossen. Ein bisschen größer machen. Und wichtig ist auch, diesen nicht zu übertreiben. Okay. Das ist jetzt eher ein Ei. Was macht das? Aber, also ich darf jetzt nicht hier rausgehen aus diesem Kreis. Nein, du hast hier drinnen zu bleiben. Und jetzt können wir den rufen. Okay. Er randaliert gerade. Nicht genau hier im Loch. So, ich werde jetzt die Geräte anstellen und dann werden wir mal schauen, ob derjenige sich meldet. Okay. Ja, also uns kann nichts passieren. Aber er ist gerade mächtig sauer. Sehr sauer. In Deutschland. Und er war auch schon, du blöde Kuh. Das heißt, Es kam mal dazwischen, ich weiß nicht, ob Sie es verstanden haben. Also zum Ersten, ich stelle mich jetzt erstmal vor. Mein Name ist Clarissa. Ich habe ja gerade schon mitbekommen, dass mich irgendjemand beleidigt. Ich gehe auch mit vollem Respekt hier hin, ja. Und ich möchte echt nicht, dass ihr mich beleidigt. Ich habe da keinen Grund für. Ich bin einfach nur hier, weil uns die andere Seite darauf hingewiesen hat, dass hier noch was ist. Und das wollen wir jetzt beide rausfinden. Jawohl. Warum sind wir heute hier? Das freut sich. Ich glaube, du musst es ein bisschen lauter machen. Weil die Autogeräusche sind schon sehr stark hier. Rausgehen! Raus hier! Nö, ich gehe hier nicht raus. I don't get out. Ich gehe hier nicht raus. I don't get out. Ich gehe hier nicht raus. I don't get out. Geh nach Haus! Pack ein, geh nach Haus! Pack ein, geh nach Haus. Ich weiß. Und das ist genau das, was er zu Hause noch gesagt hat. sich die Fronten. Voll klar und verständlich. Eine negative Entität war da gerade eben. Du, ihr könnt mir so viel negative Entitäten geben. Negative Entitäten gehen. Negative Entitäten gehen. Bringen wir wohl, ich hab keine Angst. Kommen neue. Wir wurden hier hingeschickt und aus dem Grund sind wir auch heute einfach nochmal hierher gekommen. Da rausgenommen. Eigentlich auch eine Sache mit. Viele negative. mit Verantwortung. Die Redakteur der eines Mitglieds. Ich hab da so ein Gerät liegen. Vielleicht magst du dem ja etwas näher kommen, damit wir sehen, dass du auch hier bist. Aber rein kannst du hier nicht. Magst du das Kat zweimal berühren? Du kannst auch mit uns reden. Bin da. Ich habe eine Frage. Andere Geister haben gesagt, wir sollen hier hinkommen. Warum sollen wir hier hinkommen? Offen. Es ist etwas offen oder so? Was ist offen? Hast du das jetzt? Die ist Laura oder so? Hast du das? Da war doch gerade eine Kinderstimme.
Da warst du. Ich hab's jetzt nachgemacht, ja klar. dort Ja, okay. Ich dachte schon, ey. lügen und ab, sich zu lesen, man niemandem. Doch was aus Wer ist denn hier? einer Familie. Eine Familie. Ja, welche Familie? Ja, jetzt sind wir hier, das kannst du nicht trauen. Ich weiß nicht, du hast gerade draußen, beziehungsweise ich sitze hier einfach mal. Kann doch nicht. Herr Gerhard van Kaar. Ja? Draußen geben sie mir Kopfschmerzen, ich habe immer noch Kopfschmerzen. Und wer ist? Jetzt komm raus! Seine Familie. Also was ist hier los? Eine Familie. Genau. Ja, eine Familie wurde uns auch schon Ja, also ja. schönen Abend. diese Orte gibt. Ist hier vielleicht mehr als ein... Wow, jetzt kommt aber Wind, Alter. Die kommen jetzt alle, ne? Die kommen jetzt alle schön hier. Tabakgeruch. Alter, der kommt. Gleichzeitig so Ja, bleib doch, das passiert uns nicht. Harrys Anwalt. Der kann hier nicht rein. Rauchen Sie gerade. Shisha-Kammer. Rauchen Sie gerade. Ist auch sehr interessant, du riechst, ich nicht. Ja, diese Wolke, wo eben kam, dieser Dabei Wind. wäre es SA? War bei der SA? Kam das gerade? Ja, wenn man sie ein bisschen provoziert, ne? Wer war bei der SA? Und selbst wenn wir nicht mehr in diesen Preise stehen, kannst du uns In diesem immer. Gebäude. Wir können rein. Sind Sie noch hier in dem Gebäude? Herr General. Überlegt. Zuneigungen. Herr General, wenn Sie hier sind, könnten Sie dieses Gerät benutzen. Einmal berühren, jetzt im schwarzen Kasten. Schießereien. Ja, warum sind denn Schießereien entstanden? Das würde mich mal ganz brennend interessieren. Herr Gerhard van Kaar. Haben Sie sich erhangen hier? Oh, da war jetzt eine Stimme, aber hallo. Ja, das ist er. Komischerweise auch die Stimme, die sich immer wieder wie ein Funkspruch anhört, ne? War der Funker oder? Nee, aber er gibt uns damit zu verstehen, dass, nee. Und stell die Box da auf den Boden, lass sie einfach laufen. Die Spiritbox, die braucht doch keiner. Wir hören das von bis hierhin. Werde ich wieder nervös? Ganz locker, ganz ruhig. Wir sind im Schutzkreis. Uns kann nichts Für mich auch das erste Mal. passieren. Deswegen kann uns wirklich nichts. Lass hier einfach laufen. Vielleicht will der Herr sich nochmal melden. Wo ein anderes Gerät eventuell vor. Mir schlecht. Ne, mir wird auch schlecht. Mir wird schlecht daran, wenn ich nur daran denke, was die damals getan haben. Was hat er denn damals getan? Er war bei der NS. Ja, aber ich meine, ist da irgendwas Schlimmes bekannt? Die einzige Geschichte, die ich nachforschen konnte, war, es ginge um, Achtung, Trigger, den Namen
Edward! Der angeblich etwas mit ihrer Tochter gehabt haben soll. Ja. Komm jetzt. Bin ich stolz? Nur komischerweise ist dies nie bewiesen worden. Und was haben sie getan? Sie haben Männer auf ihn angesetzt und ihn hinterm Haus ermorden lassen. What? Mit dem eigenen. Schritte. Kommen wir gleich überhaupt noch hier raus, Das sicher? ist die andere Frage, mein Schatz. Ich meine, ich habe hier eine Kette bei mit Turmalin. Das hier, Ach so, die Entität brauchst du dir keine Angst machen. Ich habe dafür gesorgt. ich meine, wenn wir jetzt hier hinkommen, wir sind ja jetzt im Kreis, aber wenn wir nach Hause gehen, dann sind wir nicht mehr im Kreis. Nee, der kann uns auch nicht folgen nach Hause. Da habe ich schon anderweitig mich drum gekümmert. Der kann nicht. Riesen. Einfach aufgrund dessen, weil dieses Zeichen, diese Sperre, diesen Käfig, den ich hier habe, der hält 24 Stunden. Und hier ist es gestorben, ne? Genau. Hier hat er sich aufgehangen, hier an der Decke oder was? Und dann hier sind wir noch am Boden, wo die Stelle. Mehr Freiheit. Mit allem. Freiheit. Sie können auch gerne das Ghost-Video benutzen, wenn Sie mit uns. Ich scannen, okay? Pfeifgeräusche. Ich höre schon, Sie sind sehr motiviert, mit uns zu kommunizieren. Traut sich nicht, ne? Auf der Spiritbox. Soll ich Ihnen mal was sagen nebenbei? Soll ich Ihnen mal wirklich was sagen? Ich habe gar nicht komplett deutsches Blut. Da ist polnisches Blut mit bei. Was sagen Sie denn jetzt dazu? Schande. Haben wir im Radio. Bescheid? Trasse. Sie können da echt nicht stolz drüber drauf sein, was Sie damals getan haben. Weder mit Edward noch mit den anderen Menschen. Dass Sie Menschen verachtet haben, die nicht rein deutsch waren. Ich schwöre, ey, irgendwas kommt von da. Ich würde sagen, wir versuchen. Der Wahnsinn. Ich würde sagen, mit dem Ghost Value reicht's erstmal. Okay, ja, erstmal. Wir haben auch viel zum Auswerten zu Hause noch, was wir gar nicht, aber ich habe schon viel gehört. Viele Puzzlestücke, die zusammenpassen. Vielleicht kommt er jetzt hier. Ich werde schon mal so heiser. Aber im Kreis kann uns noch nichts passieren. Nein, das ist. Bin alleine oder so? Was mit Am Leiden? Was ist das schon für? Oh. Die Geräusche sind wunderbar hier. Joa. Was sind Sie am Leiden? Guck mal, auch unser Atem ist, also ist jetzt entweder die Temperatur gefallen ohne Ende. Ich höre irgendwie ein Geräusch. No. Ja, Okay, klar. das ist normal. Die sind gerade hier. Die stehen ja gerade um den Kreis herum. Die können aber nicht mitgehen. Ihr könnt nicht mit. Paul! Paul. Wer ist Paul? Und jetzt gerade guckt jemand da um die Ecke. Ja. So. Da ist schon jemand um die Ecke. Ich weiß aber gerade nicht wer. Wer ist denn da? Kommt schon mal. Paul vielleicht? Was ist das, Paul? Mama. Familie. Wurde uns ja vorher an dem anderen Ort ja auch schon genannt. Je länger wir hier drinnen stehen, Es wird immer kälter. Ey. allzu lange machen wir auch nicht mehr. Wie gesagt, ihr könnt uns eh nichts tun. Ja. Ich habe das einmal miterlebt, was ihr machen könnt. Ich bin aus vollem Respekt hier, genauso wie Mike, aber ihr könnt uns nichts tun. Und ihr könnt nicht. Aber meine Frage ist immer noch, wir wurden hier hingeschickt Ja. aus Duisburg. Warum soll Lauft raus? Lauf raus. So, what the fuck? Da kam Lauft raus. Okay.
Ja, okay, ist wieder dabei. Wir haben ja auch ein anderes Gerät. Das können Sie auch berühren, wenn Sie wollen. Kann auch gerne jemand anders berühren. Zum Beispiel Paul. Oder Edward. Wo ist Edward eigentlich? Der war damals 17 Jahre alt. Ich möchte gerne mal mit ihm sprechen. Jede Präsenz, die hier ist, Name egal, kann dieses einen in den schwarzen Kasten berühren. Wenn er gerne möchte. Dann sehen wir, dass du hier bist. Es tut dir nichts an. Okay. Naja, du musst es nicht, wenn du nicht willst. Ist denn hier dieser Nazi-Richter, ist der hier gestorben? In diesem Raum? Stimmt das? Kannst du uns auch über diese Geräte Antwort geben, wenn du willst? Jo, die habe ich jetzt aber auch gehört. Nee, ich pack das gleich hier zusammen und gehe ich nach unten. Das ist mir zu blöd hier. Ich guck jetzt, ob hier noch was ist und dann, weil... Wenn noch jemand hier ist, dann bitte benutze jetzt dieses Gerät, um mit uns zu kommunizieren. Ich bin jetzt nicht umsonst hier hingekommen. Wir sind jetzt so weit gefahren. Ja, wir sollten ja auch hier hinkommen. Wir sollten hier hinkommen, genau. Wenn die weg sind jetzt gerade, ne? Uns wurde gesagt, wir sollen hier hinkommen. Und nicht, wir wissen immer noch nicht warum. Aber aus dem anderen Gerät kam eben viel. Lauf. What? Jetzt kommt hier. Wollen wir mich eigentlich veräppeln? Lass einfach weiterlaufen. Wer ist denn jetzt gerade hier? Ich wundere, dass die K2 so leise sind. Habt ihr Angst jetzt vor uns oder was? Vielleicht kennen die Geräte auch nicht, weil die zu modern sind. Wer ist denn jetzt hier? Schleich dich. Cool. Warum sollten wir hier hinkommen? Wir sollten ja hier hinkommen, von den anderen Geistern. Warum? Einen Fall? Okay. Was ist denn mit Ihrem Fall? Ich pack den Boden nicht. Was für ein Fall geht's? Was sollen wir denn mit Ihrem Fall? Sollen wir den öffentlich machen? Oder neu untersuchen? War das jetzt derselbe Name, der beim letzten Mal auf den Friedhof kam? Meltem? Ja. Oder habe ich jetzt irgendwas an den Ohren? Was ist mit Melton? Ich habe darüber auch nichts gefunden. Sie tun es immer noch. Was denn? Was tun Sie noch? Da muss uns ein bisschen mehr Hinweise geben.
Meint ihr eventuell, beziehungsweise spricht ihr von dem Fall, der noch gar nicht so lange her ist? Da ist auch ich sag jetzt mal, eine männliche Person da rein, noch nicht ganz so alt. Ist hier ins Haus rein. Ihr habt ihn verwirrt, habt ihn euch gezeigt als schwarze Gestalt mit leuchtenden Augen. Er kam überhaupt nicht zurecht damit und hat sich ebenfalls hier ermordet, was auch in der Zeitung stand. Meint ihr diesen Fall? Pflege oder Rede oder was? Ich habe mittlerweile auch kein gutes Gefühl mehr. Ja, wir gehen jetzt auch gleich runter. Wir packen aber auch schon mal rein auf jeden Fall. Ich versuche die schon die ganze Zeit zu triggern, aber irgendwie, ich weiß nicht, warum die jetzt gerade... Sonst können wir halt mal unten versuchen oder am Eingang. Oder Zumindest nicht hier... ich weiß auch nicht, ich habe so viele Geräusche. Das ist ständig, als wenn hier einer rumläuft. Oder? Krieg ich jetzt nicht raus. So. Umgang. Sind Sie erpicht oder erbost darüber, wie wir mit denen umgehen? Brauchen Sie nicht. Ich schaue. Ja, der Umgang, ich weiß ja nicht, wir sollten ja hier hinkommen. Sie gehen ja mit uns um hier, ich weiß ja nicht. Und jetzt weiß ich nicht, wir sollten hier hinkommen, die Geister wollten uns irgendwas sagen, zeigen. Tja, und jetzt sagen Sie, Fall nochmal neu und so. Dann sagen Sie uns doch die Wahrheit. Was ist hier damals passiert? Passiert. Rede. Ja, ich rede. Was ist denn damals passiert bei dem Fall? Dann sagen Sie uns doch die Wahrheit, was wirklich passiert ist. Wenn wir den Fall neu machen sollen. Dann müssen wir ja wissen, was die neuen Informationen sind, die Sie uns sagen wollen. Ich kann ja keinen Fall neu aufrollen ohne Informationen. Warum? Ist er noch da? Lass mal runter. Ihr eigen. Ja. Warte mal, du stehst da. So. Hier kannst du durch. Ja, okay. Ja, auf mich warten, sehr schön. Ja. Was ist hier los in diesem Haus? Warum nicht die Munition? Ist sie von Ihnen? Sie können uns auch ein Klopfzeichen geben, wenn Sie wollen. Oder wie vorhin am Eingang irgendwas werfen. So, ich befreie Sie jetzt, ja? Sie können gerne mitkommen, zumindest in dem Haus. Das war ja sowieso Ihr Haus, also kann ich Ihnen das nicht verbieten. Ja. Ich nehme ein Messer rein, das macht nichts. Was? Ja, du hast doch was weggenommen. Oh. Ja, langsam, pass auf, hier ist auch. Hier geht steil wieder ab, ey. Ja, ich will so Wenn du einmal hier ausrutscht, dann bist du weg. Leser nochmal. Gerhard Van K. Wir können auch ein Es ist Steinchen. schön, dass Sie jetzt gerade mitkommen. Ja, genau. Wie Mike gerade sagen wollte, schmeißen Sie einen Stein von der Treppe runter. Wenn wir gehen sollen, dieses Haus verlassen sollen, dann werfen Sie doch ein kleines Steinchen.
Oder auch ein großes Steinchen. Ich habe echt gedacht, sie wären stärker. Sie sind ja gar nicht so ein großer General, wie man sagt. Nö. Vielleicht waren sie ja nicht mal ein Nazi-General. Weil ein Nazi-General wäre bestimmt stark genug, einen Stein hier unterzuwerfen. Aber wenn es nur ein kleiner Stein ist, ein Steinchen. Aber vielleicht sind die Nazi-Generäle ja so große Klappe, nichts dahinter. Wenn es dann drauf ankommt, können sie nicht mal so ein kleines Steinchen bewegen. Der hat Respekt. Der hat jetzt mittlerweile Respekt vor uns. Er weiß genau, der kann damit lustig machen. Und genau so soll das auch funktionieren. Aber wir sind immer noch dabei, herauszufinden, warum wurden wir hier hingeschickt. Wir sind immer noch nicht bei der Lösung. Ist ja schön, dass Sie sich auch den Fall. Er hat ja gesagt, den Fall neu bearbeiten, neu aufrollen. Ja, ich habe ihn ja schon getriggert. Ich habe ihn ja schon vorgefallen. Es sind 3 berichtete Morde passiert. Ja. Okay, ich muss mal gucken, ob hier irgendwo einer um die Ecke ist. Ja. 3 Morde sind hier passiert. Und keiner traut sich noch mal irgendwo auf ihn zuzukommen. Ja, beschwört mich. Sehr komisch. Gucken Sie mal. Ich klopfe hier mal gegen die Wand. Können Sie das auch mal machen? Wo war das jetzt? Das kam irgendwie von hier. Vielleicht von oben. Könnten Sie das jetzt noch mal machen? Jetzt habe ich das aber aufgehört. Das ist aber hier unten. Sag doch. Klopf du mal. Na, was sind die hier? Ich klopfe jetzt einfach auch mal gegen die Wand, ja? Machen Sie mir das einfach mal nach. What? What? What the fuck? Alter. What? Alter. What? Alter. Alter! Okay. Okay. Was war das? Alter! Das ist so, als wenn ein ganzer Baum zusammengekracht ist, oder? Alter! Viele werden sich jetzt wahrscheinlich den Popo ablachen darüber, aber ne. Also wenn wir das nicht auf Kamera hören, ne? Alter, das ist, als wenn ein Baum umgekracht ist, oder? Das war mir Erst ein jetzt... Klopfen. Okay, ich glaube, wir haben genug provoziert, oder? Für einen Tag. Ja. Wie gesagt, ich habe dich hier immer noch eingesperrt. Ich habe den Käfig in der Hand. Ich werde den Käfig jetzt auch hier hinlegen, irgendwo, wo es keiner sieht. Einfach aus dem Grund, damit sie uns nicht folgen und nicht